Willkommen auf meinem Kanal Raus von zu Hause. Diesmal gibt es ein bisschen anderes Video, denn eigentlich ist ja mein Kanal ein Travel-Vlog, denn ich bin auf Weltreise. Aber da mir schon mehrere Abonnenten jetzt geschrieben haben oder mir Kommentare geschrieben haben, dass sie die Musik, die ich verwende in meinen Videos, gut finden, wollte ich da gerne mal ein eigenes Video drüber machen. Denn ich möchte auch die Musik jetzt nicht vorenthalten, denn das sind wirklich, wirklich tolle Künstler. Und ich habe ja auch einen englischen Kanal, da habe ich seit 2020, oder eigentlich schon noch älter, aber richtig Videos habe ich dann 2020 angefangen, 2021. Und so bin ich über verschiedene Künstler gestoßen, die wirklich tolle Musik machen. Also wir reden ja über copyrightfreie Musik, das ist ja das Wichtige, die man in YouTube-Videos verwenden kann. Genau, und jetzt sitze ich hier vor meinem Laptop. Übrigens in Thailand gerade, in Ayutthaya, wie auch immer. Und ja, in dem Video geht es jetzt sozusagen über copyrightfreie Musik. Und genau, dann lass uns doch zusammen jetzt mal auf meinen Laptop springen und dann geht es dort weiter. Bis gleich. Gut, fangen wir an. Und zwar so, wie es auch damals bei mir angefangen hat, vor ungefähr 5 Jahren. Ich habe hier mal ein Video von meinem englischen Kanal. Und da habe ich damals ein Intro gemacht. Und da sehen wir, da habe ich David Cutter verwendet. Über den bin ich gestolpert, über Casey Neistat. Vielleicht sagt dem einen oder anderen Casey Neistat was. Das ist eine Vlogging-Legende aus New York. Hier 12 Millionen Abonnenten. Und wenn man hier in seine Videos guckt und mal ein bisschen runter scrollt, 1, 2, 3, 4 Jahre, 4, 5 Jahre. Und man würde jetzt hier mal was anhören, ja, da würde man auch David Cutter finden, weil er den entdeckt hat und seine Musik zum Beispiel benutzt hat. Aber nicht nur ihn, den David Cutter, sondern auch andere. Weil wenn wir zum Beispiel bei David Cutter hier mal in die Playlist gucken, sehen wir hier auch Casey Neistat Musik. Ja, also meine erste Wahl David Cutter. Guckt euch mal hier an, seine Playlist, was ist 400 Songs drin. Guckt euch da durch, schreibt euch das auf, macht euch Screenshots, wie auch immer. David Cutter Musik, super Typ. Genau, hier mal ein Beispiel von David Cutter. Jetzt muss ich das hier nochmal kurz ordnen. Ich muss das hier bei mir ein bisschen leiser machen, da sonst auch das Mikro mein Laptop mit aufnimmt. Das wollen wir nicht, denn ich nehme das ja über den Rechner auf. Ja, das ist David Cutter. Top-Musikant, sag ich jetzt mal so. Schaut euch das an. Als nächstes kommt Diala. Diala benutze ich zum Beispiel auch in meinem Intro. So, Traveling. Ja, die macht halt so viele Remixe. Auf jeden Fall auch sehr cool. Naja, und wir reden hier von komplett alles copyright-freie Musik. Als nächstes Joachim Karut. Ihr seht auch hier 170.000 Abonnenten, auch sehr bekannt. Den benutze ich aber nicht so oft. Auch copyright-freie Musik natürlich. Um das geht es ja hier in dem Video. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ja, im Grunde ist das halt auch alles Musik, ja, die ich auch privat höre, weil halt teilweise echt coole Musik dabei ist. Dann geht's weiter. Später bin ich dann auf Punchdeck gestoßen und Zaphaeros und Punchdeck. Ja, die benutze ich auch ziemlich oft. Hier Punchdeck, ein Beispiel. Sehr treibende Musik, super cool. Das ist hier, geht auch sehr nach vorne, das Stück. Restabilized.
Das könnt ihr natürlich alles hier finden. Dann einfach mal hier Ideas, Conflict Ideas hieß eben das Lied. Ja, da haben wir es schon. Also, Punchdeck oder Punchdeck und Saphiros sehr zu empfehlen. So, weiter geht's mit Mockermusik. Hier seht ihr auch schon, No Copyright Music. Benutze ich auch sehr viel. Habe ich jetzt mal ein Stück hier rausgepickt. Genau. Das ist Mockermusik. Bei Mockermusik verhält sich das so, gehen wir mal auf ein Video hier. Oder Musiksong. Da hatte ich schon Beschwerden von YouTube, also Copyright Claims. Und dann hat der hier eine Website, oder ist bei einer Website, ich weiß es jetzt nicht genau, da habe ich mir ein Konto gemacht. In Audio heißt das. In Audio. .org. Ja, da habe ich mir einen Account gemacht und da gibt es dann einen Punkt, wo man auswählen kann, dass man einen Copyright-Claim bekommen hat. Da gibt man dann den Link von seinem Video ein, wo die Beschwerde besteht. Und dann nach 10 Minuten ist diese Beschwerde runtergenommen worden. So. Noch eine kleine Anmerkung. Zum Beispiel bei Punchdeck hatte ich auch vor ein paar Tagen sogar ein Copyright-Claim seitens YouTube, also eine Beschwerde. Und wenn man hier in seiner Beschreibung liest, auf Englisch natürlich, wenn ihr diesen Musiktitel benutzt, schreibt in die Beschreibung den Namen, also seinen Künstlernamen und den Song, am besten den Link von dem Song. Also für Leute, die Videos machen, macht das Sinn, immer die Künstler in der Videobeschreibung zu erwähnen. So, dann wirst du auch keine Beschwerde bekommen. Wenn nicht, dann kann man ihn auch anschreiben. Also ich habe selber Kontakt mit ihm auf Instagram, schreibe ihn dann an und dann macht er das manuell. Und in der Audiomediathek von YouTube Studio, da sieht man hier, die haben verschiedene Zeichen. Das heißt, wenn das YouTube-Zeichen ist, man braucht nicht zu erwähnen. Wenn aber dieses andere Zeichen hier ist, dann muss man die Leute auch erwähnen. Dann als nächstes haben wir, so Mucke habe ich von ihm eben auch angemacht. Hier nochmal ein bisschen laufen lassen. Dann haben wir NSC, No Copyright Sounds. Wie ihr auch seht hier, 30 Millionen Abonnenten. Das ist auch abgefahrene Mucke. Dann einmal, das benutze ich auch ab und zu, das Lied hier, das ist von denen. Wenn wir mal hier in meinen Ordner gucken, so sieht mein Ordner aus. Hier Punchdeck, NCS, Copyright Sounds, Mockermusik. Am meisten habe ich natürlich von meinem Favoriten, David Cutter. Genau, Suburban Cradles von NCS. Oder auch, das hier ist auch ein sehr schönes Stück. Aber ich meine, guck mal, da hier gibt es 2000 Videos, ja. Also da kann man sich mal durchforsten und findet auch das, was man selber gerne mag. Auch ruhige Sachen oder Dramenbass oder was auch immer. So, und als letztes haben wir hier den Alexander Nakarada, okay. Das zeige ich euch mal im Ordner. Das ist nämlich so ein bisschen andere Musik. Das ist Rockmusik oder Medieval-Musik, also so Mittelaltermusik. Benutze ich auch ab und zu. Akamana, eines meiner Lieblingslieder. Höre ich mir auch gerne mal so an, einfach. Ja, da gibt es dann auch sehr viel unterschiedliche Musik.
Ansonsten habe ich hier halt auch noch eine ganze Menge andere Musik, vor allen Dingen aus der YouTube-Library. Die findet man ja über das YouTube-Studio. Da gibt es die Bibliothek, die Musikbibliothek. Und da kann man sich auch einen Haufen Musik runterladen. Zum Beispiel das hier, Offshane, Koto-san. Ja, andersrum. Also die Band heißt Offshane, das Lied heißt Koto-san. Ja, und dann vielleicht sowas habt ihr auch schon oft in irgendwelchen Videos bestimmt gehört. Kevin MacLeod, den findet man auch in der YouTube-Library. Ja, und das sind diese Spaßlieder, Ja, wenn ihr hört schon, das habt ihr bestimmt, sicherlich ist euch das schon mal über den Weg gelaufen. Entertainer. Ich glaube, das ist ja auch ein Cover, ne? Von so einem alten Stück. Wie auch immer. So, da habt ihr mal einen Einblick bekommen, was ich so für copyright-freie Musik benutze. Wenn ihr da selber mal Bock habt, guckt euch die Kanäle an. Schreibt euch das auf, wie auch immer. Schreibt die alle nochmal in die Beschreibung vom Video. So, und dann würde ich sagen, war's das. Über einen kurzen Einblick, was ich für Musik benutze. Und ja. Ja gut, Leute, dann soll es das von diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr könnt ein bisschen was davon mitnehmen. Also wer sich dafür interessiert, das privat zu hören oder für seine Videos zu benutzen, guckt euch die Künstler an. Alle sehr cool. Ja, dann ansonsten könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren. Wie gesagt, das ist ein Travel-Vlog, ich bin auf Weltreise unterwegs und gerne guckt auf meinen englischen Kanal, Ning Wasabi, kann ich auch noch mal hier oben verlinken. Ja, also, dann wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Musik hören und ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, euer Henning.